Servus Leute, das Wetter ist endlich mal schön geworden. Zeit ein bisschen rauszugehen auf euer Inliner. Und ich bin jetzt hier mit Captain Rupert, Tobi vom Sweep, und wir werden euch ein paar Tipps zu Inliner-Pflege geben. Das Inliner besteht nicht nur aus der Schuh und Rollen, sondern es gibt Kugellager, Späße, alles möglich. Tobi, was zeigen wir die Leute heute? Heute gehen wir von der Rolle über das Chassis, über die Kugellage einfach mal tief in die Materie, auf was ihr achten solltet, dass der Inliner immer intakt bleibt und funktioniert auf lange Zeit. Weil genau wie man einen Schlittschuh schleifen muss, ab und zu mal die Nieten neu machen muss, pflegen muss, damit es länger hält, muss man das Gleiche beim Inliner machen, sonst ist euer Inliner bald kaputt. Das ist vielleicht gut für Tobis Geschäft, aber das wollen wir trotzdem nicht haben. Leg mal los. So, Servus, wir hatten eine kleine Kamerafehler beim Sweep, die ich erst jetzt bemerkt habe. Ein Clip ist nicht gut gedreht worden, deswegen drehe ich das hier nach. Heute haben wir auch wirklich kein schönes Inliner-Wetter, schade. Rollenwechsel, wahrscheinlich das wichtigste Thema beim Inliner-Pflege. Wie wechsle ich meine Rollen, wie oft soll ich das auch tun? So, fangen wir an mit einem Inline-Hockey-Chassis. Die meisten Inline-Hockey-Chassis haben einen sogenannten High-Low-Format. Das heißt, die zwei hintere Rollen sind etwas größer wie die zwei vordere Rollen. Ich habe einen Mars Blade, aber hier auch die zwei hintere Rollen und sind größer wie die zwei vordere Rollen. So, ich kann einfach nicht die Rollen kreuz und quer durchwechseln wegen die unterschiedlichen Größen. Hier müsste ich vom rechten Schuh die erste Rolle mit der zweiten Rolle vom linken Schuh und umgekehrt. Und dann die dritte Rolle mit der vierten Rolle dann wechseln. Warum kann ich einfach nicht die Rollen umdrehen? Weil zum Beispiel bei mir mein rechtes Bein deutlich stärker ist als mein linkes Bein. Ich drücke viel fester ab. Das heißt, die Rollen auf dieser Seite am rechten Schuh nutzen sich viel schneller ab wie beim linken Schuh. Ansonsten würde ich irgendwann hier am rechten Schuh sehr kleine Rolle haben und hier noch deutlich größere Rollen haben. Und natürlich muss ich die Rolle dann, wenn ich sie tausche, einfach dann umdrehen, dass der Innenseite zum Außenseite wird, weil wir tendenziell auch viel schneller die Innenseite der Rollen abreiben wie die Außenseite. Wie ist es dann aber, wenn ich zum Beispiel einen Fitnessschuh habe, der 4 gleich große Rollen hat? Dann wechselt man 1 mit 3 und 2 mit 4. So, jetzt habe ich die sehr süße Rollen, süße Inliner, meine Tochter, die haben nur 3 Rollen. Wie wechsle ich dann? Also bei diesen Skates ist die hintere Rolle etwas größer, 72 mm, und hier vorne 68 mm. Dann müsste ich halt die hinteren Rollen einfach miteinander tauschen und hier 1 mit 2 wechseln und auf der anderen Seite auch 1 mit 2. So. Und jetzt geht's zurück zum Sweep. Sollte deine Rolle so ausschauen, bist du ein bisschen zu spät dran. Wenn du die Rolle draußen spielst, solltest du nach jedem Fahren einmal drauf schauen, einfach schauen, wann ist die Neigung größer, dann solltest du auf jeden Fall tauschen. Indoor passiert es nicht ganz so schnell, weil der Abrieb nicht ganz so krass ist. Hier kannst du locker 5 bis 8 Mal spielen, dann solltest du mal drauf schauen und dann vielleicht tauschen. Indoor hättest du dann auch einfach mehr Grip, wenn du wieder tauscht. So, dann reden wir über die kleinen Sachen hier, Kugellage und Spacer. Die merkt man eigentlich nicht, die sieht man kaum, aber wenn sie nicht funktionieren, dann kann man kaum Inliner fahren. Tobi, fangen wir mit den Kugellagern an. Was ist da wichtig zu wissen? Was gibt da für Unterschiede? Also tendenziell sind die Kugellager immer in ABEC unterteilt, 5, 7, 9. Es gibt auch noch Swiss-Lager für die High-Performer. Im Prinzip ist einfach der Außenring und der Innenring haben eine Toleranz, und umso besser diese Toleranz gefertigt ist, umso schneller bist du, also heißt ABEC 9. Was würdest du empfehlen für einen, der so einfach hobbymäßig ein paar Mal die Woche Inline-Hockey spielt oder Inliner fahren geht? Das hängt natürlich ab, wie schnell er sein will, aber im Prinzip ist es so, ich würde immer einen ABEC 9 empfehlen. Entweder nimmst du einen günstigen Hersteller, da hast du einfach den Vorteil, du sparst dir ein bisschen am Geld, aber bist ein bisschen langsamer, oder nimmst dir einen Premium-Hersteller, da hast du einfach den Vorteil, du bist ein bisschen schneller, das hängt ein bisschen von deinem Geldbeutel ab. Im Prinzip 5 und 7 würde ich dir nie empfehlen, weil diese hier eigentlich schon preis-leistungstechnisch sehr gut sind. Und auch wichtig ist, nicht zu vergessen, man hat 8 Rollen, aber man braucht nicht 8 Kugellager, sondern man braucht 16 Kugellager. Oft ist der Fall, Tobi hat es mir gerade erzählt, viele Leute bestellen nur 8 Kugellager, merken dann, oh, ich brauche pro Rolle 2 Kugellager. So, jetzt kommen wir zu diesen Spacer. Ich wusste auch ewig lang nicht, dass es sowas überhaupt in meinen Rollen gab. Tobi, wofür brauche ich das?
Im Prinzip der Spacer, da läuft die Achse drauf. Sprich, ohne diesen Spacer würdest du das Chassis auf das Kugellager drücken und die Rolle würde gar nicht mehr rollen. Das heißt, dieser Abstandshalter im Kugellager ist sehr wichtig. Gibt es so in 6 mm, auch in 8 mm. Das ist aber das meistverbauteste. Also nicht vergessen, wenn man die Kugellager mal ausbaut oder wechselt und es kommt mit Spacer, ja, Spacer müssen da rein, nicht einfach die Kugellager einbauen. Noch ein Tipp, den Spacer könnt ihr immer übernehmen. Den müsst ihr nie neu machen. Da kann nichts kaputt gehen, außer es gibt einen Härtefall, wo er festgerostet ist oder sonstiges. Aber den kannst du immer aus der alten Rolle in die neue tun. Sollen wir einen Härtefall zeigen? Wir hätten da was ganz Gutes. Also zeigen wir euch ein paar Sachen gleich. Wenn deine Rolle so ausschaut und dein Kugellager dazu, dann hast du deine Eishockey-Tasche nicht gescheit ausgeräumt. Da ist einfach Feuchtigkeit entstanden und dadurch rostet dieser Ring. Oder du bist draußen im Regen gefahren. Was man jetzt hier machen sollte, auf jeden Fall ein neues Kugellager, weil wenn ich das drehe, dann rattert es und läuft nicht mehr schön. Und wir wollen ja schnell sein. So, also das heißt, ich mache hier einmal mit so einem speziellen Tool, entweder sowas oder auch vom Bauer gibt es da ganz coole Sachen, wo hier einfach Verjüngung da ist, wo du dann einfach durchdrücken kannst. Du setzt dann diesen Ring auf den Spacer und dann kannst du es rausdrücken. So, jetzt ist es hier raus. Und was ich vorhin gemeint habe mit Marcel, hier hat sich der Spacer, dadurch, dass die Rolle immer in der Tasche lag, einfach festgerostet und du kriegst es nicht mehr raus. In dem Fall brauchst du einen neuen Spacer. Das heißt, da war es sehr nötig, es neu zu machen. Hier kannst du dann durchschieben, dass du einfach das zweite Kugellager rauskriegst und dann kannst du das ganze Setup neu machen. Was ist aber, wenn man keine neue Kugellager kaufen möchte? Die Kugellager sind teuer, aber man hat eine Rolle, wie man sieht. Es dreht sich nicht mehr. Man kann es versuchen und ich habe es letztes Jahr auf Empfehlung vom Sweep das sehr gut hinbekommen. In Acetone oder wie man hier hat, Nitroverdünnung reinzulegen für ungefähr 10 Minuten. Und dann, bei mir hat es letztes Jahr sehr gut funktioniert. Wir werden es probieren. Schauen wir in 10 Minuten, ob unsere Rolle ein bisschen besser rollt. Was passiert noch, wenn du deinen Inliner immer in der Tasche rumliegen lässt? Dein Alu korrigiert, dein Alu-Chassis. Schaut, hier sieht man, wie das Alu-Chassis korrigiert ist und dadurch die Niete keinen Halt mehr findet. Dann ist das Chassis kaputt. Das heißt, immer die Schuhe raus aus der Tasche und immer die Einlagesohle raus, dass einfach keine Flüssigkeit, also Schweiß, durch die Nieten durchlaufen kann und dann einfach das Chassis nicht kaputt macht. Das ist absolut crazy Beispiel, Tobi, das habe ich noch nie gesehen. Du musst richtig hart arbeiten. Ich glaube, du schwitzt einfach so viel, weil du so hart arbeitest, oder? Also wenn man mich bewegt auf dem Platz, dann ist man auf jeden Fall am Arbeiten. So, schauen wir mal, ob es geklappt hat oder nicht. Wir werden es erstmal so ein bisschen rausholen und dann sauber machen. Sieht auch gleich, wie dreckig das ist. Ui, das sieht noch dreckiger aus. Man kriegt den Spacer, der kommt nicht raus. Aber schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ob es trotzdem ein bisschen rollen kann. Wie man sieht, ein bisschen besser. Jetzt auch noch ein bisschen ölen. Und dann schauen wir mal. So, wie man sieht, es ist jetzt tatsächlich deutlich besser. Es rollt jetzt viel schöner. Also, wenn man die Kugellager und Spacer nicht neu kaufen möchte, kann man das probieren. Bei mir hat es gut funktioniert und hier nach ein bisschen Pflege sieht man auch,
klappt eigentlich ganz gut. Also ich hoffe, dass wir euch ein paar gute Tipps zum Inliner-Pflege geben könnte. Ich sehe so viel, ich coach im Kinderbereich, ich sehe so viele Kinder, die voll abgefahrene Rolle haben, dann rutschen die nur weg oder die rollen gar nicht, weil sie wissen nicht einmal, dass die Kugellager völlig im Eimer sind. Also man muss die Inliner pflegen ein bisschen, Tobi, aber allzu viel Aufwand ist es auch nicht, oder? Genau. Es geht relativ schnell, es ist super einfach, ein-, zweimal gemacht, wie alles im Leben und dann läuft die Sache schon. Also, achtet auf eure Inliner, wenn ihr noch Fragen habt, in der Gegend, Augsburger Gegend sind, kommt zum Sweep vorbei. Die haben meine Inliner auch umgebaut, haben mir den Tipp wegen Acetone gegeben. Die sind ja richtige Experten, ich eigentlich nicht. Tobi, vielen Dank für deine Hilfe. Gar kein Problem. Eishockey-Fachwissen, Sweep-Hockey. Schönen Sommer da draußen auf die Rollen. Bis zum nächsten Mal Ciao, bei Marcel's Hockey School.